Guten Morgen und willkommen zu meinem 8. Tag auf dem Caminho Português Central. Heute starte ich in Tui und es geht nur eine relativ kurze Etappe mit 16 Kilometern nach Oporrinho. Und ich bin sehr gespannt, was der Weg heute so zu bieten hat. Meine Füße sind inzwischen von den rund 125 Kilometern, die ich bisher gegangen bin, ganz schön in Mitleidenschaft gezogen und es geht aber noch. Also ich kann weitermachen. Des Weiteren habe ich mich jetzt gestern auch darum gekümmert, dass ich für die Espiritualrunde ein Bett bekomme und das hat alles wunderbar geklappt. Mir wurde nämlich gesagt, dass ich da ein bisschen im Voraus planen muss, weil da wohl momentan ziemlich viel los ist. Und diesen Rat hatte ich befolgt, weil meine Etappen jetzt schon eigentlich feststehen, bis ich auf die Espiritualrunde wechseln kann. So, und nun wünsche ich dir viel Spaß. Ich habe gestern tatsächlich die Kathedrale noch von außen gesehen, weil ich mit anderen Pilgern was essen war. Aber geöffnet war sie nicht mehr. Das ist aber auch in Ordnung. Ich hatte direkt nach der Ankunft keine Energie mehr. Und das Unwetter, das für gestern angekündigt war, war auch halb so wild. Also es gab mal einen kurzen Regen und das war's. Und wenn der Wetterbericht stimmt, soll es bis heute Abend trocken bleiben. Schauen wir mal, ob ich Glück habe. Heute ist es dadurch auch ein bisschen kühler, also nicht mehr so extrem heiß. Es soll maximal 22 Grad werden. Ich habe schon wieder die ersten Gespräche gefunden. Das ist so schön auf dem Camino, dass man sich immer wieder trifft und unterhalten kann. Und selbst wenn man jemand Neues trifft, kommt man ganz schnell und locker ins Gespräch und geht einfach ein Stück gemeinsam weiter. Mein heutiger Platz für den Mate. Er liegt zwar direkt an der Straße, aber ich habe sowohl eine Bank als auch einen kleinen Tisch. Und ein bisschen Grün ist auch dabei. Ich habe schon ein ganzes Stückchen geschafft und es ist nicht mehr weit bis Santiago. Bald bin ich unter 100 Kilometer, wobei ich ja durch die Espiritual-Variante noch ein bisschen verlängere. Aber dennoch ist es wirklich schön, so weit vorangekommen zu sein. Während ich meine Mate-Brause genossen habe, sind unzählige Pilger an mir vorbeigezogen. Das ist Wahnsinn, was jetzt los ist. Also das waren echt ganz schön viele. Und ich bin froh, dass mein Bett für heute schon reserviert ist und ich sicher bin, dass ich nicht leer ausgehen muss. Das erste Café scheint so in 8 Kilometer von Tui entfernt zu sein. Und da werde ich dann auf jeden Fall frühstücken und ich schätze mal, dass ich bis dorthin noch ca. eine Stunde brauche. Und das ist schön, dass es hier so einen breiten Streifen für die Pilger zum Laufen gibt. In Portugal waren mir die Straßen teilweise ein bisschen zu eng, sodass ich bei den vorbeifahrenden Autos echt Angst hatte.
finde es schade, wenn solche schönen Hinweistafeln so zugeschmiert werden. Und jetzt geht es ein Stück durch den Wald, was mir sehr gefällt. Das ist definitiv schöner als an der Straße. Gestern habe ich mich ein bisschen über diverse Mitglieder in Facebook-Gruppen zum Jakobsweg geärgert, weil ich habe da jeden Tag so eine Zusammenfassung vom Tag geteilt und ein paar Bilder. Und die Bilder waren meistens Selfies, weil ich ja den kompletten Weg sowieso auf Video aufnehme und dadurch irgendwie das Fotografieren mit dem Handy vergesse. Und ich habe es ja sowieso auf der Kamera, also es ist ja viel genauer dokumentiert als auf dem Handy. Auf jeden Fall wurde mir dann vorgeworfen, dass ich Aufmerksamkeit wolle mit meinen Selfies oder es sei narzisstisch, das zu posten und ähnliches. Und deswegen habe ich dann beschlossen, dort in den Gruppen nichts mehr zu teilen. Weil wenn es nicht gewollt ist, wenn man dann blöd angemacht wird, dann macht es einfach keinen Spaß. Auf meiner eigenen Seite teile ich es. Die Leute scheinen das ja zu interessieren. Ich verstehe solche Leute nicht, die im Internet rumhaten. Wenn mir bei jemandem etwas nicht gefällt, dann scroll ich einfach weiter und lasse das kommentarlos stehen. Aber manche müssen überall ihren Hass verbreiten. Nur noch 112 Kilometer bis Santiago. Hier im Wald wäre es natürlich noch schöner gewesen, die Matepause zu machen. Aber man weiß ja nie, wie der Weg sich entwickelt, und bisher habe ich auch noch nichts gesehen, wo man sich schön hätte hinsetzen können. Wobei da vorne scheint was zu sein. So ein Mist. Aber ja, dafür musste ich es dann nicht so weit tragen, das Wasser. Oh, hier ist wieder so schön. Und ich muss gestehen, ich genieße es heute auch einmal ein Stückchen alleine zu laufen. Die letzte Zeit war ich meistens mit irgendwem unterwegs und habe mich unterhalten. Und heute tut es gut, einfach mal so ein bisschen in Gedanken zu schwelgen und vor mich hinzulaufen. Gerade weil ich mich immer noch über diese doofen Kommentare ärgere. Und ich weiß zwar aus meiner Therapie, dass Leute, die so rummotzen, meistens selber nicht so ganz zufrieden sind mit ihrem Leben und deswegen andere beleidigen. Aber es trifft einen halt trotzdem. Weil ich meine, da macht man sich schon die Mühe, abends zusammenzufassen, was über den Tag geschehen ist, und dann wird man irgendwie blöd angegangen. Ja, komm her. You don't want? Okay. Das erste Café war jetzt doch schon nach 6 Kilometern und das musste ich natürlich ausnutzen. Und ich habe mir einen leckeren Tortilla mit Chorizo gegönnt. War sehr gut und nun geht's weiter. Hier gibt es offensichtlich auch noch was. Also man findet eigentlich fast immer was auf dem Weg. Oh, hello, good morning. Bald spaltet sich der Weg in 2 Varianten und soweit ich weiß, führt der eine Weg durchs Grüne und die andere Variante durch ein Industriegebiet. Also da muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich die richtige Abzweigung nehme.
weil ich habe keine Lust, durch ein Industriegebiet zu laufen. Es ist schon Wahnsinn, wie sich die Natur alles zurückerobert. Aber wir müssen da lang. Wow, das ist so schön. Oh, ich genieße es richtig, heute mal allein unterwegs zu sein. Da bin ich noch viel aufmerksamer für die Schönheit der Natur. Guck dir das an. Also hier kann man sich entscheiden, ob man an der Straße weitergehen will oder durch die Natur. Und natürlich nehme ich den Weg durch die Natur. Meine Blase am Fuß, an den Fußzehen vorne rechts macht sich übrigens gerade ziemlich unschön bemerkbar. Die muss ich nachher nach der Ankunft nochmal ausführlich bearbeiten. Zum Glück ist es ja heute nicht weit. Und die ersten 8 Kilometer habe ich schon geschafft. Von daher nur noch ca. 8 Kilometer. Und die schaffe ich auch noch. Und ich laufe halt einfach gemütlich vor mich hin. Und vielleicht mache ich dann irgendwo noch mal ein kleines Päuschen, wenn es sich anbietet. Alles ganz gechillt. Und zum Camino gehören halt Blasen irgendwie dazu. Fast alle Pilger, mit denen ich gesprochen habe, haben mit Blasen zu kämpfen. Es gibt da nur wenige Ausnahmen. Und ja, einfach durchkämpfen. Und anscheinend habe ich die Pilgermassen irgendwo vor oder hinter mir gelassen. Denn ich bin hier fast alleine. Es ist nur ein Pärchen vor mir unterwegs und ansonsten sehe ich niemanden. Oh, hier ist ein bisschen Sand. Das ist so eine Wohltat für die Füße. Der weiche Untergrund nach all dem Pflaster in Portugal. Aber schön. Hier habe ich ein schönes Pausenplätzchen gefunden. Ich werde mich 5 Minuten ausruhen, was trinken und meine Hosenbeine abnehmen, weil es jetzt zu warm wird. Es wundert mich, dass hier nicht auch irgendwelche Stände im Wald aufgebaut sind. Auf der Küstenroute war es so, dass immer wieder kleine Stände, an denen teilweise Bananen oder Wasser verkauft wurde, aufgebaut waren oder Andenken an den Camino verkauft wurden. Und man konnte dort auch Stempel sammeln. Aber das hatte ich auf dem Camino Portugues Central hier noch gar nicht. Vielleicht kommt das noch.
Auch wenn der Jasmin hier fast verblüht ist, wurde ich von einer Duftwolke angezogen. Ich hoffe nur, dass ich nicht irgendwo dann wieder den Bach überqueren muss auf irgendwelchen Steinen. Sonst muss ich mir irgendwen suchen, der mir wieder hilft. Ich habe jetzt den Fahrradfahrer schnell vorbeigelassen, weil der ist ja schneller wie ich. Buenos días. Sollte ein Café sein, aber es hat leider zu. Also muss ich weitergehen. So ein kühles, alkoholfreies Bier wäre jetzt schon schön gewesen. Aber es ist nicht mehr so weit. Also. So, ich habe den Camino jetzt kurz verlassen, weil ich auf Google Maps gesehen habe, hier oben soll auch ein kleines Restaurant sein. Und ich gucke jetzt einfach mal. So, das Restaurant hatte ich dann gefunden, was gar nicht so einfach war, weil es kein Schild von außen hat und in einem Innenhof versteckt ist hinter einem anderen Haus. Aber als ich dann so verwirrt in der Straße stand, hat mich die Nachbarin dann richtig hingelotst und jetzt habe ich mir noch einen normalen Tortilla gegönnt und ein alkoholfreies Bier. Und der Camino kann weitergehen in den Endspurt für heute. Oh, die Kirche ist sogar offen. Schauen wir doch gleich mal rein. So, da ich gleich bei der Unterkunft angekommen bin, nehme ich jetzt noch mein Fazit zur heutigen Tour auf. Also meine Blase am rechten Fuß, die fühlt sich nicht gut an, die muss ich jetzt erstmal verarzten. Und ich werde erstmal duschen, Wäsche waschen und mich ein bisschen ausruhen. Und die Tour heute war sehr schön, da sie durch wunderbare Natur geführt hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin wirklich schon auf den morgigen Tag gespannt. Da wird es wieder nur eine kurze Etappe von 16 Kilometern oder so geben. Und dann bin ich auch schon in Redondela. Wahnsinn, wie weit ich schon gekommen bin. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Lass mir einen lieben Kommentar da. Und wenn du meine Reise weiterverfolgen willst, abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!